Das ist Beyond Horizons, der Skyguide-Podcast über Sicherheit am Himmel und die faszinierende Welt der Luftfahrt. Wir sind gerade bereit für den Take-Off. Ich bin euer Host, der Vladi Barossa. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Beyond Horizons, der Podcast, wo wir euch mitnehmen in die Welt der Flugsicherung und der Luftfahrt im Allgemeinen. Und heute wollen wir über etwas ganz Wichtiges miteinander reden. Das ist nämlich Radar. Was macht man mit dem? Für was braucht man das? Wie trägt das zur Sicherheit im Luftraum bei? Und für das haben wir einen Gast. Das ist der Maurizio Scaramuzza. Maurizio, wer bist du? Ja, eben Maurizio Scaramuzza mein Name. Ich arbeite seit 25 Jahren bei der Skyguide, bin Experte Luftraumüberwachung im technischen Bereich. Maurizio, wir reden heute über Radar und eben wie wichtig das ist. Wir machen das aber nicht nur da im kalten, sterilen Studio. Wir gehen auf eine Reise, wir gehen auf einen Ausflug zu der Radaranlage Holberg von der Skyguide. Die ist etwa 1-2 Kilometer vom Flughafen Zürich entfernt. Was gibt's dort oben alles zu sehen, wo wir nachher hingehen? Ja, dort haben wir, wie du schon gesagt hast, Radaranlagen, sind 2 gesamthaft und jeder besteht eigentlich nochmal aus 2 Radaranlagen, insgesamt also 4. Sind schön auf dem Hügel exponiert, dass man auf den Flughafen oben sieht, also auch sehr schön, zum mal vorbeilaufen dort, eine schöne Aussicht dann, ja. Was die Leute nicht wissen, wahrscheinlich ist, dass es dort oben auf dem Hügel ganz speziell ist, weil die Radaranlagen, die sind nicht irgendwie kahl und isoliert, sondern die stehen auch auf einem Gebiet umgeben von Schrebergärten. Ja, nicht nur Schrebergärtchen, auch Felder, da wird noch beackert, wie wir das sehen. Wir haben auch ein Wohngebiet in der Nähe. Das ist relativ gut integriert im allgemeinen Landschaft der Schweiz. Gut, bevor wir rausgehen, möchte ich gleich noch wissen, für was brauchen wir Radaranlagen überhaupt? Ja, grundsätzlich, damit wir wissen, wo die Flugzeuge sind im Schweizer Luftraum, zum Teil auch im Ausland. Die Positionen der Flugzeuge werden dann über die Radaranlagen am Flugverkehrsleiter weitergehen. Da sieht auf dem Bildschirm pünktlich mit dem Flüger Angaben wie Geschwindigkeit, Höhe, Flugnummer und so weiter. Okay, damit das jetzt nicht alles theoretisch und trocken daherkommt, würde ich sagen, gehen wir doch mal raus schauen. Das Wetter heute ist nicht ganz optimal. Es ist bewölkt. Es ist auch nicht so heiß. Das ist vielleicht aber gut. Ja. Wir haben ein offizielles Fahrzeug. Wir müssen also nicht dort, wo wir hingehen, uns irgendwie anschleichen oder so. Gehen wir 2 hinteren und Nicole geht vorne. Wir verlassen jetzt unser schönes Areal hier in Dübendorf und machen uns auf den Weg Richtung Kloten. Also wir gehen nicht an den Flughafen, wir gehen in die Nähe vom Flughafen. Ist das richtig? Genau, das ist richtig, ja. Wir gehen jetzt eine Radaranlage anschauen. Die ist ein bisschen erhöht, gerade neben dem Flughafen. Damit es eine schöne Sicht hat, auch Richtung Flughafen. Wir haben auch etwas gesehen dort. Wir werden auch eine schöne Aussicht haben. Sehr gut. Also wir freuen uns drauf. Ich bin schon mächtig gespannt, wie das dort wird aussehen und was du uns wirst zeigen und erzählen. Und wenn wir keinen Unfall haben oder Stau, dann sind wir in ein paar Minuten dort. Also wir fahren jetzt da Maurizio auf einem Feldweg, auf einem schmalen, zu dieser Radaranlage. Was sehen wir da jetzt? Ja, da sehen wir 2 Antennen, die drehen. Ziemlich typisch für Radar. Hat es sicher auch schon mal gesehen. Gut eingezäunt, dass niemand rankommt und irgendetwas... Ja, das ist ja geschützt da. Ja. Also kommt man nicht einfach rein, aber kommt näher ran, das ist natürlich schön, oder? Wenn man besuchen will. Sehr empfehlenswert. Und da ist jetzt ein bisschen etwas los heute. Also es hat da verschiedenste Fahrzeuge. Sehe ich gerade. Das ist ja auch nicht normal, oder? Ja. Elektro- und Telekom AG, also da wird etwas gebastelt. Ja, da muss man immer wieder Anpassungen vornehmen. Natürlich geht nur das kaputt. Und es ist windig da. Also wir sind in der Höhe. Und stehen jetzt vor dieser Radaranlage. Wie heisst die offiziell? Das ist Holberg. Das ist Holberg hier. Da haben wir 2 Radaranlagen. Eine gerade da vorne und eine weiter hinten. Da haben wir sinnvollerweise 1 und 2 genannt. Das ist sehr kreativ. Holberg 1 und 2.
die ist ein bisschen so isoliert, wenn ich mal sage, eingehakt, ein bisschen Wiese rundherum. Und die andere, die jetzt etwa so geschätzt 200 Meter weg ist, 150, die hat etwas Spezielles, die sitzt mitten in der Schrebergärten. Ja, genau. Mariso, wie muss man sich jetzt die Radaranlage visuell vorstellen? Wie sieht das Teil eigentlich aus? Grundsätzlich haben wir zuerst ein grosses Gebäude, etwa 10 x 10 x 10 Meter, ein Kubus aus Beton mit Instrumenten drin und oben drauf sind dann 2 Antennen, die drehen. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen bei Radaranlagen, die drehen meistens. Die eine Antenne ist für den Empfang von Flugzeugen, die nicht entsprechend ausgerüstet sind mit den Anlagen im Flugzeug, und die andere greift aber noch auf Avionik im Flugzeug selber zurück. Also wir haben um den Flughafen herum haben wir eine Anlage eben auf dem Holberg. Und dann haben wir aber noch weitere Anlagen in der ganzen Schweiz. Wie viel gibt's von denen? Ja, insgesamt 6. Also, wir müssen sagen, auf dem Hohlberg hat es ja 2, das haben wir am Anfang schon gesagt. Dann auf der Lägere hat es auch eine, schön exponiert. Im Welschland haben wir auch noch Radaranlagen, einen auf dem Ladol und 2 auch wieder auf dem Flughafen Genf. Und da haben wir zum Teil auch militärische Anlagen. Im Ausland haben wir auch noch Radaranlagen, die von den ausländischen Flugsicherungen betrieben werden, wo wir auch noch Daten beziehen. Genau, weil die Radaranlage, die kann ja nur eine gewisse Strecke schauen. Und dann auch nicht irgendwie geradeaus, sondern wie ist das? Das hat so wie einen Kegel, gell, wo das dann so wie ausgestrahlt wird. Und da kann man dann auch unter dem Radar durchfliegen. Den Ausdruck kennen die meisten wahrscheinlich. Man kann eigentlich unter dem Radar durchfliegen. Wenn man genug weiter weg ist, dann sieht man es vielleicht nicht. Das heisst, wirklich kleine Flugzeuge, die ausserhalb vom kontrollierten Luftraum ist, wo das Skyguide nicht bewirtschaftet tut, die sehen wir vielleicht auch nicht. Das ist aber auch nicht unsere Aufgabe, sie zu führen. Und das andere mit dem Ausland ist natürlich so, wir können nicht an der Grenze auch noch jenste Anlagen aufstellen und die ausländische Flugsicherung auch nicht. Also wir teilen uns natürlich die Arbeit dann. Jetzt ist mir aufgefallen, bei der Radaranlage von der Lägere hat es auf dem Radar eine grosse weisse Kugel drauf. Dem sagt man Radom. Wieso haben wir das am Holberg nicht? Und was ist der Zweck von dieser grossen weissen Kugel? Ja, also der Fußballböller. Ja, man kann Fußballböller sagen, ja, grosser Fußballböller, was? 20 Meter knapp im Durchmesser, knapp, ja. Das sieht man schon. Das dient vor allem zum Schutz von Witterungen oder auch, also Wind, aber auch im Winter, wenn es wirklich kalt wird, weil die Anlagen sind relativ stark exponiert am Wetter. Mit dem Holberg ist das weniger dramatisch vom Wetter her. Wir sind tiefer, wir haben nicht so hohe Windstärken, das kann man auch ohne Radar machen. Aber was sind das für Leute, die da oben arbeiten? Was müssen die ausbildungstechnisch mitbringen, dass man sie an die Anlage, an die wertvolle, wichtige Anlage lässt? Also üblicherweise sind das Leute, die Lehre gemacht haben als Multimedia-Elektroniker. Oder früher hat es Radio-Fernsehtechniker geheißen. Da kommen sie hier hin. Also wenn sie sich bewerben natürlich, ist logisch. Wenn sie aufgenommen werden, dann müssen sie aber noch eine Zusatzausbildung bei uns machen, die 1,5 bis 2 Jahre dauert, je nachdem. Damit sie wirklich unsere Geräte, die sehr speziell sind, kennenlernen natürlich. Grüezi. Jetzt kommt noch mal mit Hund vorbei. Genau. Herzig. Ja. Also ist auch schön zum Wandern da. Genau, also es ist, man bietet an dem Arbeitsort einiges. Ich sehe, es hat auch einen Acher da auf der Seite, der offenbar vom Bauer bearbeitet wird. Ja. Es hat da einen schönen Spazierweg und unten hat es, glaube ich, sogar irgendwo ein Schulhaus noch. Ja, also es ist wirklich, es ist idyllisch fast. Ja. Wenn man Triebwerke nicht hören zwischen ihnen, wäre das absolut paradiesisch da. Was mich noch wundernimmt, ist die Anlage. Wie lange hebt so ein Ding? Wie lange können wir so eine Radaranlage einsetzen? Ja, also ich hätte gesagt 10 bis 15 Jahre. 15 Jahre müsste man sich auch schon überlegen, wie zu versetzen. Weil Technologie, wir haben ja gesagt, wir sind noch stecken geblieben in den 50er Jahren oder noch früher. Noch früher. Radaranlage ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Entwickelt sich aber trotzdem weiter. Mit dem Computer, man kann viel mehr prozessieren heute. Das ist das eine. Und das andere ist, dass halt auch Ersatzteile nach 15 Jahren nicht mehr rum sind, oder es wird nicht mehr unterhalten. Und dann wird es schwierig. Oder? Und das dritte ist, ja gut, als Mechaniker, das Trade, oder zum Beispiel. Das nutzt sich ab, oder, mit der Zeit? Ja, und so ein Teil zu ersetzen, die Mechanik, nennt man gerade 2 Wochen System aus dem Betrieb aus, was wir ja nicht wollen, also wenn man nicht eine Idee hat. Ja. Also das muss dann alles sehr sorgfältig geplant sein, wenn es dann so weit ist, oder? Ja.
Das ist eine grössere Übung. So eine Anlage ist ja nicht ganz billig. Nein, definitiv nicht. Schätzen wir 10 Millionen, 5 bis 10 Millionen, je nachdem nach Standort, wo es transportiert muss werden, ja. Und die Anlage selber, der Bau. Und so ein Ersatz kann dann schon mal 1 bis 2 Jahre dauern, bis etwas laufen tut dann wieder. Also wenn es ja nicht die modernste Technologie ist, Radartechnologie, kann man sagen, es ist ähnlich wie beim Funk, wo auch steinalt ist, Technologie die zuverlässigste. Ja, das ist so. Man hat natürlich sehr viel Erfahrung, Jahrzehnte, ja fast ein Jahrhundert, hat man Erfahrung und man weiss, wie sich das Verhalten tut. Das ist natürlich schon so. Und aber auch die neuen Technologien, wie Multilateration oder ADS-B, auch die basieren natürlich am Schluss auf das Aussenden vom Signal und das Signal, das ist immer im Prinzip das gleiche physikalische Prinzip, das dahinter ist. Wir sind jetzt da gewesen, oder sind da, wo das Signal empfangen wird. Dann wird das ja aufbearbeitet irgendwie und am Schluss landet es beim Controller, beim Fluglotsen auf dem Bildschirm. Und jetzt von Film und Fernsehen kennt man das, sind so schwarze Schirme. Da hat es meistens so einen runden, grünen Kreis und da gibt es so einen visuellen Effekt, wie so ein Wusch, wo drüber geht und dann dreht das. Ist das bei uns auch so? Das ist noch früher so gewesen. Da sind wir schon weg. Also, wir machen schon Weiterentwicklungen. Das heisst, heute ist er nicht mehr rund, heute ist er quadratisch. Man sieht ja Punkte, das ist digitalisiert natürlich. Die Signale werden digitalisiert, aufbereitet, verrechnet oder in einer zuverlässigen Position, wo dann auf dem Bildschirm dann dargestellt wird. Aber bis vor 20 Jahren war es tatsächlich noch zum Teil rund gewesen. Du hast jetzt ein Wort ins Maul genommen, Primärradar. Jetzt weiss ich, es gibt noch Sekundärradar. Was ist denn der Sekundärradar? Wie funktioniert der und wieso brauchen wir den? Ja, der Sekundärradar, der liefert viel mehr Informationen. Und so wird eine Abfrage vom Boden geschickt als Flugzeug. Das Flugzeug hat ein Gerät an Bord, ein Transponder heisst das. Da kommt die Abfrage über und sammelt sich Informationen aus dem Flugzeug raus und schickt das wieder zurück. Und der Vorteil ist, dass dort die Signalstärken nicht so gross müssen sein wie beim Primärradar. Also man kann mit viel weniger Leistung arbeiten, man kann viel mehr Informationen rausholen. Man weiss auch, wie hoch das Flugzeug ist. Beim Primärradar kann man das nicht herausfinden, einfach so. Es gibt schon gewisse Vorteile, darum braucht man den Sekundärradar eher. Können wir mal schnell auf etwas zurückkommen, was du vorher gesagt hast, nämlich die App, die viele Leute ja kennen, Flightradar 24, wo man kann schauen, wo sich die Flugzeuge befinden. Das sind ja längst nicht alle Flugzeuge, die im Luftraum sind. Aber meine Frage ist, wenn man die Technologie ja hat, ADS-B, wo das Flugzeug selber Position bestimmt und uns die schickt, für was zum Geier brauchen wir dann noch Radaranlagen? Ja, es hat zwei Gründe. Also das erste, was du gesagt hast, noch nicht alle Flugzeuge sind ausgerüstet. Wir wollen aber alle Flugzeuge sehen. Also es gibt tatsächlich eine Verpflichtung, dass Flugzeuge sich ausrüsten tun. Aber Flugzeuge, die leichter sind als 5,7 Tonnen zum Beispiel, fallen nicht unter dieser Pflicht. Also kleine Flugzeuge würde man jetzt nicht sehen. Der zweite Grund ist, dass wir natürlich ein Backup haben. Es kann ja sein, dass mal Primär- oder Sekundärradar ausfallen tut oder im Unterhalt ist, wird nicht betrieben. Dann braucht man vielleicht auch ADS-B. Oder umgekehrt kann auch sein, dass ADS-B nicht funktioniert, weil wir irgendetwas anpassen müssen an der Anlage. Und da sind wir noch froh, wenn wir etwas anderes haben. Also wir haben 2 bis 3 unabhängige Radaranlagen oder Überwachungsanlagen am Laufen. Ob wir alles sehen, was sich im Luftraum bewegt. Und meine Antwort ist dann da meistens, nein, wir sehen nicht alles. Jetzt meine Frage dich, warum sehen wir denn nicht alles? Ja, erstens, wenn es natürlich mit Sekundärradar ist und das Flugzeug eben nicht so einen Transponder an Bord hat, dann sieht man den nicht. Und da kommt das Primärradar ins Spiel. Und das Primärradar, der braucht auch eine gewisse Grösse von dem Objekt. Also wenn das eine Drohne ist zum Beispiel, eine kleine Drohne von 100 Kilometer Distanz, das reflektiert viel zu wenig, damit man überhaupt etwas sieht. Also kann schon durchaus sein, dass man gewisse Flugzeuge nicht sieht. Man versucht aber schon dort, den Luftraum, wo wir kontrollieren, dass man dort tatsächlich jedes Flugzeug sichtbar machen kann, wo in dem Luftraum ist. Und dann spielt aber auch noch Topografie ein bisschen eine Rolle. Wir haben viele Berge in der Schweiz, die sind hoch und dann gibt es sogenannte Radarschatten. Genau. Ja, und darum haben wir nicht nur ein Radar in der Schweiz im Zentrum, ich weiss auch nicht, oder auf dem Matterhorn, also, darum haben wir mehrere Radar, eben auch im Ausland, damit wir eben genau die Schattenzonen, die wir heute haben, auch abgedeckt werden können. Und grundsätzlich sehen wir jetzt überall an, wo wir wirklich Luftraum haben, wo wir überwachen tun.
Maurizio, das Thema, das viele Leute interessiert, ist Drohnen. Sehr beliebt, als Geschenk zum Beispiel auch, aber auch immer mehr zur Vermessung von Anlagen. Ich weiss, die SBB nutzt sie zum Schienennetz kontrollieren etc. Die Polizei nutzt sie für Beweisaufnahmen an einer Unfallstelle zum Beispiel. Drohnen können für uns aber schon ein bisschen auch ein Problem sein. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Also, mir braucht selber sogar auch Drohnen für die Überwachung oder Kontrolle von gewissen Anlagen. Aber in der Tat ist schon so, Drohnen, die im Umkreis vom Flughafen fliegen, das sollte man eigentlich nicht haben. Also, es gibt ja das Geofencing. Das heisst, im Umkreis von, glaube ich, 5 Kilometern um den Flughafen sollten die nicht können fliegen, aber es funktioniert höchstens auch nicht immer. Und wie schon voran gesagt, die sehen wir nicht auf unseren Radaranlagen, oder wenn wir sie sehen, nur sporadisch. Also bräuchte es dann andere Mittel, also Flugverkehrsleiter, der mit dem Feldstecher schaut. Ist aber nicht seine Aufgabe, eigentlich das zu machen. Ja, ist ein Thema auf jeden Fall, ja. Jetzt gibt's aber verschiedene Massnahmen an verschiedenen Flughäfen, die ich schon gesehen habe. In Holland haben sie, glaube ich, dressierte Adler ja, zum Abfangen, wirklich. Also Abfangjäger, tierische, damit die Dinger vom Himmel geholt werden. Das gibt's bei uns nicht in Zürich. Ist mir nicht bekannt. Also, was ich weiss, ist, dass Kantonspolizei Radaranlagen, ich weiss nicht, ob es schon in Betrieb ist oder nicht, aber Radaranlagen auf kurzen Strecken betreiben wird am Flughafen, um eben die spezielle Fähigkeit können zu haben, eben auch kleine Objekte können zu detektieren. Also darum der Hinweis an alle, die so eine Drohne haben. Wenn ihr mit dieser Drohne fliegen wollt, im Umkreis von einem Flughafen, dann braucht es eine Bewilligung, weil es gibt eine Schutzzone, die ist 5 Kilometer rund um den Flughafen. Da dürft ihr euch an das Skyguide wenden und wenn es möglich ist, weil es einen triftigen Grund dazu gibt, dann können wir so einen Drohnenflug bewilligen und sonst gerne beim Batzeln anschauen, was die Regeln sind, weil Drohnenfliegen, es sollte Spass machen, aber es sollte auch sicher sein. Gut, Maurizio, jetzt haben wir sehr viel über die Radaranlagen und die Radartechnologie geredet. Ich würde vorschlagen, wir gehen doch jetzt mal reinschauen, wie das aussieht. Ja, ist gut. Und habe einfach noch einen Hinweis. Nicht jeder darf einfach reinlaufen dort. Da hat es einen Zaun aussenrum. Du brauchst schon ein Badge, um dort reinzukommen. Und dann hat es nochmal gesicherte Türen, die mit der Kantonspolizei verbunden sind im Übrigen. Also nicht probieren, dort irgendwie mit dem Brecheisen zu gehen. Das geht relativ schnell, bis die Polizei da ist. Aber machen wir das jetzt? Ja, gehen wir. Und wir sehen, es hat Racks da. Da hat es Geräte drin, also IT-Komponenten, Hardware. Es ist warm. Man macht uns zeigen, das Zeichen zum Folgen. Folgt. Da hat es ein Büro. Es ist ein kleines Büro. Ja. Vielleicht. Nein, da hat man keine schöne Aussicht. Nein, da ist jetzt wirklich, da sind wir wie in einer kleinen Zelle. Ja. Es hat 1, 2, 3, 4, 7 schwarze Bildschirme jetzt vor mir, vor uns. Was sieht man in der Regel auf diesen Bildschirmen? Also das ist ein Bildschirm, der dann eben den Unterhalt Zugang hat zu allen Komponenten, kann Einstellungen machen, kann Konfigurationen vornehmen zum Beispiel. Man kann überprüfen, wie sich eine Komponente verhalten hat in letzter Zeit. Ja, der Sven ist ja da. Wir haben ja den Sven, wir haben einen Profi da, der jetzt sich auch versteckt im Ecke hinein. Aber Sven, gleich, was macht ihr da in der Regel, wenn ihr da am Arbeiten sind? Du kannst einfach die ganzen Werte der Anlage überprüfen, das System selber einloggen und die Messungen machen, die wir regelmäßig ausführen. Siehst du da Flugzeuge? Ja, siehst du. Also du siehst die Rohdaten von der Radaranlage, bevor sie verarbeitet werden. Und eben, wenn du sagst Rohdaten, das ist das Material, das dann irgendwann durch das ganze Kabelgewirr geht, das es da gibt, und am Schluss in einer sauberen Form beim Fluglotsen auf dem Screen landet. Genau. Was kommt dort noch dazu, zu diesen Rohdaten? Also wird das dann korreliert mit den Flugplänen? Zum Beispiel, ja. Also Flugplan ist das Thema. Wenn du das Flugzeug auf dem Bildschirm siehst, für den Flugverkehrsleiter sicher interessant, aber er muss auch wissen, was sind die Absichten für das Flugzeug. Das sind Flugpläne, die angewählt, welche Wegpunkte oder an welcher Zeit abfliegen, bei welcher Höhe. Da kann er schon vorausplanen, der Flugverkehrsleiter. Das sind Sachen, die jetzt aber nicht oben passieren, die passieren bei uns im Überdorf. Da gibt
gibt sicher auch noch andere Angaben, die mitkommen. Genau, was Flugzeugtypen, ich weiss auch nicht, gewisse Daten werden über das ADS-B und die Multilateration, die wir vorhin schon besprochen haben, auch vom Flugzeug rausgelesen. Geschwindigkeit, Flugrichtung, Höhe, das können wir auch rauslesen dort zum Beispiel. Das wird auch aggregiert und vorbereitet von der Flugverkehrsleitung. Maurizio, super cool gewesen, haben wir den Ausflug mit dir dürfen machen. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Die Radaranlagen, die stehen ja auch von einem Gebiet, das umgeben ist von Schrebergärtli. Wie ist das mit der Abstrahlung von dieser Anlage? Tun die Strahlungen vielleicht auch das Wachstum vom Gemüse beeinflussen? Sind Tomaten plötzlich 3 Kilo schwer und Gurken 2 Meter lang? Was hast du für Erfahrungen mit den Schrebergärtnern? Ja, was denkst du, wieso hat es echt so viel Gärtchen da in der Nähe? Nein, jetzt Spass beiseite. Wir haben noch nie eine Reklamation bekommen, dass man zu grosse Gurken und Tomaten hätte. Im Gegenteil. Nein, es ist ja so, man hat Richtlinien in der Schweiz, die man einhalten muss für die Abstrahlung von diesen Signalen. Und wenn man das nicht einhalten tut, dann dürfen wir so Anlagen schon gar nicht betreiben. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir zu grosse Gemüse und Obst in der Nähe haben. Maurizio Scaramuzza, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Ja, Danke vielmals fürs Zuhören bei Beyond Horizons, der Podcast von Sky Guide. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung oder ein Review auf deiner Podcast-Plattform. Das hilft uns sehr, um noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.